Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lerneinheit. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass du heute wieder dabei bist, um mit uns Deutsch zu lernen. Genau. Wir haben ja einen gemeinsamen Plan. Bis Tag 60 lernen wir hier zusammen auf dem Niveau A2. Das ist ein super Fundament. Mhm, Und danach gehen wir zusammen auf das nächste Level B1. Das schaffen wir gemeinsam. Ganz sicher. genau. Und damit das Lernen noch besser klappt, hier ein kleiner Tipp von uns. Hast du schon mal von der Shadowing-Technik gehört? Ah ja, Shadowing. Das ist ganz einfach. Du hörst uns zu und wiederholst die Sätze laut nach uns. Einfach nachsprechen. Wiederholung ist wirklich ein Schlüssel beim Sprachenlernen. Probier's doch mal aus. Okay, super Tipp. Dann lass uns direkt starten. Worum geht es heute? Ja, heute geht's um... Unser Thema ist Grundwortschatz, Politik und Gesellschaft. Das klingt vielleicht erstmal groß, aber keine Sorge. Wir konzentrieren uns auf das Wichtigste für dein A2-Niveau. Richtig. Unsere Mission für heute ist es, dir so 15 zentrale Wörter aus diesem Bereich näher zu bringen. Genau. Wir wollen, dass du sie nicht nur verstehst, sondern halt auch bald selbst benutzen kannst. Fangen wir an. Ja, fangen wir an mit dem ersten Wort, einem Nomen, das sehr zentral ist, die Politik. Auf Englisch ist das Politics. Sag mal, interessierst du dich eigentlich so für Politik? Also ein bisschen schon. Manchmal lese ich Nachrichten darüber. Aber ich finde, Politik ist oft, ganz schön kompliziert. So viele Meinungen, ne? Das stimmt, es kann komplex sein. Aber es ist gut, so ein paar Grundlagen zu kennen. Denn politische Entscheidungen beeinflussen ja unser tägliches Leben. Absolut. Also die Politik. Und wenn wir über Politik sprechen, dann denken wir oft an die Leute, die die Entscheidungen treffen. Das ist meistens die Regierung. Unser zweites Wort heute. Die Regierung. Genau. Die Regierung. Auf Englisch heißt das Government. Hast du gehört? Die Regierung hat neue Pläne für das nächste Jahr vorgestellt. Oh, wirklich? Was für Pläne sind das denn? Geht's da um Schulen oder Steuern? Das stand nicht genau im Artikel, den ich da gelesen habe. Aber das Wort die Regierung hört man wirklich sehr oft in den Nachrichten. Ja, stimmt. Ein wichtiges Wort, auf jeden Fall. Absolut. Und die Regierung eines Landes arbeitet ja für das ganze Land. Für diese Organisation, die alles zusammenhält. Das ist der Staat. Ah, der Staat. Unser drittes Wort, der Staat. Auf Englisch kann das State oder Nation bedeuten. Okay, ein einfacher Satz dazu wäre, Deutschland ist ein Staat in Mitteleuropa. Genau, und jeder Staat hat zum Beispiel eine Hauptstadt, eine Flagge und eigene Gesetze. Der Staat organisiert halt vieles im Land. Du hast gerade Gesetze erwähnt. Gesetze sind ja im Grunde feste Vorgaben, also Dinge, an die sich die Menschen halten sollen. Und das bringt uns direkt zu unserem nächsten Wort. Die Regel. Die Regel. Die Regel. Auf Englisch ist das Rule. Überleg mal, wo uns Regeln überall begegnen. Im Straßenverkehr zum Beispiel. Oh ja. Da gibt es sehr viele Regeln. Bei Rot muss man anhalten zum Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Aber auch in der Schule, bei der Arbeit oder sogar beim Spielen gibt's ja Regeln. Sie helfen uns, gut miteinander auszukommen und Konflikte zu vermeiden. Stell dir mal vor, ohne Regeln. Wäre wohl ziemlich chaotisch, oder? Absolut. Manchmal haben die Bürgerinnen und Bürger in einem Staat aber auch die Möglichkeit, mitzubestimmen. Zum Beispiel, wer in der Regierung sitzen soll oder über bestimmte Regeln. Das passiert oft durch eine Wahl. Genau. Unser fünftes Wort, die Wahl. Die Wahl. Auf Englisch bedeutet das Election oder auch Vote. Ich habe gelesen, nächstes Jahr ist hier wieder eine wichtige Wahl. Fürs Parlament. Ah, interessant. Wirst du denn zur Wahl gehen? Ich denke schon. Ich finde es wichtig, diese Möglichkeit zu nutzen. Wahlen sind ja ein zentraler Bestandteil einer Demokratie. Man kann seine Stimme abgeben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und nach einer Wahl wird dann ja entschieden, wer die Regierung bildet. Und was ist so die Hauptaufgabe der Regierung? Sie muss das Land führen und Entscheidungen treffen. Sie muss regieren. Ah, regieren. Das ist unser erstes Verb heute. Regieren. Regieren. Auf Englisch heißt das to govern oder to rule. Und wie sagt man das in der Vergangenheit? Zum Beispiel, diese Partei hat 4 Jahre lang regiert. Genau. Das Perfekt ist also, hat regiert. Man könnte also fragen,
Wer regiert gerade in deinem Heimatland? Tja, die aktuelle Regierung regiert seit etwa 2 Jahren, glaube ich. Sie hat also die letzte Wahl gewonnen und dann die Regierung gebildet. Mhm, verstehe. Und wenn wir bei einer Wahl unsere Stimme abgeben, dann benutzen wir dafür ein bestimmtes Verb. Bei einer Wahl kann man für eine Person oder eine Partei stimmen. Stimmen, ja. Unser nächstes Verb, stimmen. Stimmen. Auf Englisch to vote. Und auch hier die Perfektform hat gestimmt. Bei der letzten Wahl, da war ich mir nicht so sicher, aber ich habe dann für diese neue Partei gestimmt. Und gehst du generell immer stimmen bei Wahlen? Ist dir das persönlich wichtig? Ja, also meistens versuche ich es schon. Ich finde, es ist ein Recht, das man nutzen sollte, wenn man es hat. Also ja, ich stimme meistens. Bevor man aber seine Stimme abgibt oder auch bevor die Regierung eine wichtige Entscheidung trifft, da sprechen die Leute ja oft miteinander über das Thema. Sie tauschen Argumente aus und so. Sie Diskutieren. Diskutieren. Unser drittes Verb. Diskutieren. Diskutieren. Auf Englisch to discuss. Und das Perfekt ist, hat diskutiert. Gestern Abend zum Beispiel haben meine Freunde und ich lange über Umweltschutz diskutiert. Da gab es echt verschiedene Meinungen. Das ist doch gut. Es ist wichtig, über Themen zu diskutieren und verschiedene Perspektiven zu hören, finde ich. So kann man sich ja eine bessere eigene Meinung bilden. Ja, absolut. So, wir haben jetzt schon 8 Wörter geschafft. Das ist doch eine gute Gelegenheit für einen kleinen Hinweis, oder? Stimmt. Wenn dir gefällt, wie wir hier gemeinsam lernen, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Genau. Und den Daumen nach oben zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und motiviert uns sehr, weiterzumachen. Ja, vielen Dank schon mal für deine Unterstützung. Okay, weiter im Text. Nach einer langen Diskussion kommt ja oft der Punkt, wo man eine Konsequenz ziehen muss. Man muss eine Wahl treffen oder einen Entschluss fassen. Man muss sich Entscheiden. entscheiden. Unser viertes Verb. Entscheiden. Auf Englisch to decide. Und das Perfekt ist? Hat entschieden. Was machst du denn am Wochenende? Hast du dir schon entschieden? Puh, gute Frage. Ich schwanke noch. Vielleicht ein Ausflug in die Berge? Oder doch ein entspannter Tag zu Hause? Nein, ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Nee, sich entscheiden bedeutet ja oft, dass man eine Option aus mehreren nimmt. Man sucht sich halt etwas Bestimmtes aus einer Gruppe heraus. Mhm. Dafür gibt es noch ein Verb, das wir schon im Kontext Wahl hatten, aber es hat auch eine allgemeinere Bedeutung. Wählen. Ah ja, wählen. Unser 5. und letztes Verb für heute. Wählen. Wählen. Auf Englisch to choose oder to elect. Und das Perfekt ist, hat gewählt. Stell dir vor, du bist im Restaurant. Der Kellner fragt, was möchten Sie denn als Hauptgericht wählen? Ah, verstehe. Ich könnte antworten, ich habe den Fisch gewählt. Man kann also Essen wählen. Richtig. Aber man kann auch, wie bei der Wahl, Personen wählen. Zum Beispiel, die Bürger haben einen neuen Präsidenten gewählt. Ganz genau. Das Wort wählen benutzt man also für die politische Wahl von Personen, aber eben auch für die alltägliche Auswahl von Dingen. Ziemlich vielseitig das Wort. Stimmt. Und wenn wir über Themen sprechen, die mit Politik, Regierung, Staat oder Wahlen zu tun haben, dann benutzen wir oft ein bestimmtes Adjektiv. Wir sagen, diese Themen sind Politisch. politisch, genau, Unser erstes Adjektiv heute, politisch. politisch. Auf Englisch? Political. Manchmal sagt ja jemand, ach, darüber möchte ich nicht sprechen, das ist mir zu politisch. Ja, das hört man manchmal. Aber viele Entscheidungen im Leben haben ja irgendwie eine politische Dimension, auch wenn man es nicht immer direkt merkt. Eine Diskussion über Steuern ist zum Beispiel, klar, eine politische Diskussion. Ja, stimmt. Und die Politik und der Staat kümmern sich ja nicht nur um Gesetze und Verwaltung, oder? Nee, Sie haben oft auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht, dass sie Unterstützung bekommen, wenn sie Hilfe brauchen. Es geht also um das Zusammenleben in der Gesellschaft. Und dafür gibt es das Adjektiv sozial. sozial. Unser zweites Adjektiv, sozial. Sozial? Auf Englisch, social. Ein Beispiel wäre die Unterstützung von arbeitslosen Menschen oder die Organisation der Krankenversicherung sind soziale Aufgaben des Staates. Richtig. Soziale Gerechtigkeit ist ja auch ein großes Thema in der Politik. Es geht darum, dass alle Menschen faire Chancen haben und gut leben können. Soziale Themen sind also Sie, wichtig. genau. Das ist unser nächstes Adjektiv und ein Wort, das du bestimmt schon kennst und oft benutzen kannst. Wichtig. Wichtig. Auf Englisch Important.
Ja, es ist zum Beispiel sehr wichtig, Vokabeln regelmäßig zu wiederholen, wenn man eine Sprache lernt. Absolut. Das können wir nur unterschreiben. Und natürlich ist auch die eigene Gesundheit sehr wichtig. Oh ja, Oder gute Freunde zu haben, das ist auch wichtig im Leben. Finde ich jedenfalls. auf jeden Fall. Ein sehr wichtiges Prinzip in vielen modernen Staaten ist ja die Freiheit des Einzelnen. Dass Menschen sagen dürfen, was sie denken, dass sie reisen dürfen, wohin sie wollen, sie sollen. Frei sein. Frei. Unser 4. Adjektiv. Frei. Frei. Auf Englisch? Free. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Da habe ich endlich frei und kann machen, was ich will. Das ist schön. Das ist die eine Bedeutung von frei. Aber es gibt eben auch die Bedeutung im Sinne von Rechten, wie die freie Meinungsäußerung. Ah, ja. Das bedeutet, man darf seine Meinung frei sagen, auch wenn sie der Regierung vielleicht nicht gefällt. Ne? Richtig, genau. Und wenn alle Menschen frei sind, wenn die Regeln und Gesetze für alle gleich gelten und fair angewendet werden, wenn niemand unfair behandelt wird, dann beschreibt man eine solche Situation oder Gesellschaft als Gerecht. gerecht. Unser letztes Wort für heute, ein Adjektiv, gerecht. Gerecht. Auf Englisch? Fair oder just? Stell dir mal vor, 2 Kinder teilen sich einen Kuchen. Wenn jedes Kind ein gleich großes Stück bekommt, dann ist die Teilung gerecht. Ein gutes, einfaches Beispiel. Und in der Gesellschaft ist es halt ähnlich. Eine gerechte Gesellschaft, in der alle fair behandelt werden und die gleichen Chancen haben, das ist ein Ziel, das viele Menschen für sehr wichtig halten. Es ist oft ein Ziel der Politik, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Puh, das waren sie. Unsere 15 Worte zum Thema Politik und Gesellschaft. Mal durchzählen: die Politik, die Regierung, der Staat, die Regel, die Wahl, Stimmen, diskutieren, entscheiden, wählen. politisch, sozial, wichtig, frei und gerecht. Gar nicht so schwer, oder? Super gemacht, du hast gut zugehört. Und um das Ganze noch ein bisschen zu festigen, haben wir jetzt eine kleine Geschichte für dich. Ah, eine Geschichte. Genau, in dieser Geschichte kommen alle 15 Wörter noch einmal vor. Versuch doch mal, sie herauszuhören. Konzentrier dich und los geht's. Bist du bereit? Hier kommt die Geschichte über Lisa und Tom. Lisa und Tom sitzen im Park auf einer Bank. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Bald findet in ihrer Stadt eine Wahl statt und sie fangen an, darüber zu diskutieren. Ich finde Politik manchmal echt anstrengend, sagt Lisa, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wählen gehen. Tom nickt. Ja, da hast du recht. Wir können ja mitentscheiden, wer uns in den nächsten Jahren regieren soll. Sie sprechen dann über die aktuelle Regierung der Stadt. Manche ihrer Entscheidungen finde ich gut, aber nicht alle, meint Lisa. Naja, es ist schwer, es allen recht zu machen, antwortet Tom. Der Staat hat eben viele Aufgaben, auch hier in der Stadt. Lisa sagt: Stimmt. Und es gibt so viele Regeln. Manchmal frage ich mich, ob alle Regeln wirklich gerecht sind. Tom überlegt kurz. Das ist eine gute Frage. Aber ich bin froh, dass wir frei unsere Meinung sagen und darüber sprechen können. Das ist ja nicht überall so. Ja, und dass die Stadt auch viele soziale Projekte unterstützt, finde ich auch sehr positiv. Das hilft ja vielen Menschen. Sie diskutieren noch eine Weile über verschiedene politische Themen. Am Ende sagt Tom: Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, für wen ich stimmen soll. Ich muss mich bald entscheiden. Lisa lacht. Mir geht es genauso. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, uns zu informieren. Sie hoffen beide auf eine gute und gerechte Zukunft für ihre Stadt und ihren Staat. Das war unsere kleine Geschichte. Und? Hast du die Wörter wiedererkannt? Die Politik, die Regierung, der Staat. Die Regel, die Wahl, regieren, stimmen, diskutieren, entscheiden, wählen. Politisch, sozial, wichtig, frei und gerecht. Bestimmt hast du einige oder sogar alle erkannt. Übung macht den Meister, das weißt du ja. Und jetzt kommt deine Übung. Versuch doch mal selbst, ein paar Sätze mit diesen neuen Wörtern zu bilden. Genau. Schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wir sind wirklich gespannt auf deine Beispiele. Ja, bitte, trau dich. Das ist die allerbeste Übung. Und wenn dir diese Lerneinheit gefallen hat, dann zeig es uns doch bitte mit einem Daumen nach oben und, ganz wichtig, abonniere den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Das wäre super nett und hilft uns wirklich sehr.
und sei gespannt auf morgen. Ja, da haben wir wieder ein sehr spannendes und aktuelles Thema für dich. Die Umwelt. Wir lernen dann wichtige Wörter rund um Natur, Klima und Nachhaltigkeit. Das solltest du nicht verpassen. Also bleib unbedingt dabei und lerne mit uns weiter. Für heute sagen wir aber erstmal Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis morgen. Mach's gut und übe fleißig. Tschüss.